streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I got a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Ich möchte eine Portion Kaffee und ein Stück, wie heißt das noch? Sachertorte. Mit oder ohne? Mit oder ohne was? Schlagobers. Sahne. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Mit natürlich. Und der Kaffee? Auch mit. Also, einmal Kaffee mit Schlag, einmal Sacher mit Schlag. Na, ob so viel Schlagobers gesund ist? Herr Schukow, guten Morgen. Herr Spitzer? Wieso kommen Sie hierher? Ich dachte... Alles in Ordnung. Ich kann Ihnen mitteilen, dass heute um 14 Uhr sämtliche Vollmachten für die Kunden und natürlich auch das Bargeld für Sie bereitstehen. Und wo? In einer Bankfiliale gleich in der Nähe. Sie werden das alles abwickeln? Wenn es Ihnen recht ist, ja. Es ist ein Unglück, dass wir unsere Geschäfte beenden müssen. Aber das war ja vorauszusehen, die neuen Zeiten. Darüber sind alle nicht sehr begeistert. Aber Sie haben mir vorgesorgt. Geben und nehmen. Alle haben ihren Vorteil gehabt. Und ich das Risiko. Hat es zuletzt in Moskau Probleme gegeben? Sagen wir so. Einige Leute haben auf die Gelegenheit gewartet, mich loszuwerden. Aber ich bin ihnen ein wenig zuvor gekommen. So, bitteschön, Ihr Kaffee und Ihre Sachertorte mit Schlag. Wenn Sie gerade da sind, ich nehme das gleiche. Gern. Entschuldigen Sie mich bitte für einen Moment.
Keine Panik, es geht gleich weiter. Bitte zurücktreten. Morgen steht der Platz, hier gibt es nichts zu sehen. Bitte zurücktreten. Danke. Ja. Weitergehen, bitte. So rechts. So. Jetzt bitte auf die andere Straßenseite rüber. Gott sei Dank. Aber wieso fahrt er wieder rauf? Also hier unten ist nichts. Bist du dir sicher? Er ist sich sicher. Der ist bei dem Mann am Tisch gesessen. Bleiben Sie stehen! Komm, Rex, darauf! Gleich haben wir ihn. Geh in Deckung! Du bleibst hier liegen. Waffe weg! Ein Arzt. Einen Arzt! Schnell! Mach du das, lauf darüber! Na, was ist los mit ihm? Der Hund ist auch verletzt. Vielleicht kann man sich später um ihn kümmern. Weit haben wir es gebracht. Eine Bombenexplosion mitten am Stephansplatz. Hier, die beiden Pässe, die habe ich bei dem Toten gefunden. Dafür hat er überhaupt nichts bei sich gehabt. Genau das kann ich dir erst morgen früh sagen. Also gut, heute Abend. Wie heißt denn der Hund eigentlich? Rex, Komm, Rex. Na komm schon. Komm, du kannst ja nicht ewig hier sitzen bleiben. Was passiert denn mit dem Hund jetzt? Schwer zu sagen.
Wir hatten schon einmal so einen Fall. Der Hund hat sich an keinen anderen Menschen mehr gewöhnt. Er wurde sogar depressiv. Und? Wir mussten ihn einschläfern lassen. Aber Sie werden mir doch ungefähr sagen können, wann... Was? Ja, Moment. Nein, sagen Sie mir nur, wann der Mann einvernehmungsfähig ist, ja? Sie fühlt sich bedroht. Ja. Ja, dann holen Sie mir halt den Oberarzt ins Telefon. Schön für ihn, dass er gerade einen Privatpatienten operiert. Ich melde mich wieder. Danke. Ist doch ein Witz. Der Patient braucht Ruhe. Der Patient ist schwer verletzt. Das kann nur der Oberarzt entscheiden. Dass der einen Kollegen von uns erschossen hat, ist denen egal. Hm? Scheißtag ist das. Aber du glaubst doch nicht, dass der dir irgendwas sagt, wenn er wieder bei Bewusstsein ist? Ja, verlass dich drauf, dass der mir was erzählt. Der Spitzer, der hat mir nicht so den Eindruck gemacht, als ob er ein Profi wäre. Und die Bombe? Die Bombe, die Bombe. Kann doch heutzutage schon jedes Kind zusammenbasteln, eine Bombe. Und gibt's schon was Neues über den Toten? Der Mann hat zwar 2 Namen, ist aber weder unter dem einen noch dem anderen beim Meldeamt registriert. Na gut, dann ruft alle Hotels durch, einen russischen Pass auf den Namen Schukov, einen argentinischen auf den Namen Ramirez. Und frag du bei der Staatspolizei nach, ob die was unter einem der beiden Namen haben. Und was machst du, wenn man fragen darf? Ich geh zu meinen Freunden aus dem Osten. Freunde aus dem Osten, dass ich nicht lach. Du willst da nur einen Umweg zu deinem Würstelstand machen. Ja, nachdem du wieder mal meine Wurstsemmel niedergefressen hast. Bitte, wann soll ich zum Einkaufen kommen, wenn du mit den ganzen Tag herumhetzt? Regt sie auf. Sind nicht einmal Gurkeln drin. Bratwurst mit einer Mischung und ein Scherzel, bitte. Dankeschön, Franz. Na, was gibt's Neues? Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Weißt du was Näheres über die Bomben da am Stephansplatz? Im Radio haben sie da berichtet. Ah, ich war dabei. Was soll ich dir sagen? Sie haben einen Kollegen erschossen. Oh. Kannst du nicht aufpassen? Oh, entschuldigen Sie bitte, es tut mir leid. Entschuldigen Sie bitte. Was tut dir leid? Der Herrgott sagt, du verschmierst doch alles. Herrgott. Es gibt's ja nicht sowas. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was gibt's denn? Er hat mir das Geld gestohlen. Ich zahl später. Leider nicht dein Tag heute, hä? Ich bin nämlich auch von hier aus der Gegend. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Na, nur mein Brieftaschel, sonst nichts. Aha, Zauberer, was? Und jetzt sagst du mir, woher du kommst. Der Gruter geht mal zur Polizei. Polizei, nein, keine Polizei. Bitte keine Polizei, bitte. Mein Vater bringt mich um, bitte. Das ist in Ordnung, aber ich sag dir eines. Ich bin öfter in der Gegend, ja? Wenn ich noch einmal erwische, dann gibt's Ärger, verstanden? So, jetzt hau ab.
Tag wieder. Guillaume. Ah. Ricci, was machst du denn in dieser Gegend? Oder soll ich vielleicht Richard zu dir sagen? Vada jest. Seit langem warst du hier nicht zu sehen. Ja, man merkt's. Ja? Vorhin hat mir gerade der kleine Pups Geldtasche gestohlen. Musst dir vorstellen, mir. Aber seit meine Mutter nicht mehr lebt, ist mir die Gegend eigentlich fremd geworden. Du hast recht, Ricci. Früher war es viel schöner. Heute... Ja. Aber du bist doch nie gekommen, um meinen alten Russen jammern zu hören. Was kann ich für dich tun? Es geht um die Sache am Stephansplatz. Du hast doch sicher schon davon gehört. Hab ich. Komm, wir gehen in mein Büro. Katvajas Bina. Husi. Kiki. Vor ein paar Jahren noch war es viel besser. Danke. Man hat in Ruhe seine Geschäfte mit dem Osten gemacht. Nicht immer ganz legal. Aber jetzt ist es viel härter geworden. Jetzt herrscht hier die Ostmafia. Deshalb komme ich ja zu dir. Weißt du was über diesen Mann? Zhukov. Piotr Ivanovich. Der Name ist mir bekannt. Zhukov. Ja, Piotr Zhukov, einer der wichtigsten Männer im russischen Handelsministerium. Zuständig für Importe aus Europa. Ein hoher Funktionär, den Sie von der alten Garde übernommen haben. Wahrscheinlich KGB. Anzunehmen. Ohne die wäre er nie in diese Position gekommen. Und wahrscheinlich auch nicht zum zweiten Pass. Der ist echt. Natürlich. Mit den richtigen Beziehungen bekommst du auch einen echten. Wer kann ein Interesse daran haben, diesen Zhukov umzubringen? Noch dazu so, mit einer Bombe. Vor einiger Zeit haben sie in Frankfurt und Amsterdam abgesprungene sowjetische Funktionäre auf diese Weise umgebracht. Gibt's auch andere Methoden. Viel unauffälligere. Zyankali-Zerstäuber oder sowas. Vielleicht eine Warnung für die anderen. Das glaube ich nicht. Da muss es noch was anderes geben. Zhukov hat Provisionen genommen. Und das ist allgemein bekannt. Es kann auch also um Geld gehen. Und wenn, dann geht es um großes Geld. Entschuldigung. Moser hier? Servus, Richard. Ah, Stocki. Du, wir haben was über den Angeschossenen. In dem Treppenhaus ist das Ticket von einer Parkgarage und ein Autoschlüssel gelegen. Ja. Die hat er wahrscheinlich in der Hektik weggeworfen. Jetzt pass auf dem Autoschlüssel ist die Marken gestanden. Ein teurer Geländewagen, von dem nur 3 in der Tiefgarage waren. 2 Besitzer scheiden aus. Der 3. Wagen ist auf eine Import-Export-Firma angemeldet. Gonzaga-Gassen 11. Gonzaga-Gasse 11. Ja. Treffen wir uns gleich dort. Servus. Wie oft war Spitzer... Herr Spitzer. Herr Spitzer, Verzeihung, eigentlich in Moskau? 1- bis 2-mal im Monat. Allerdings in letzter Zeit war er öfter. Mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das überhaupt alles zeigen darf. Sie dürfen. Das klingt doch besser, als Sie müssen, oder? Herr Spitzer hat also gerade in letzter Zeit öfter in Moskau logiert. Hab ich ja gesagt. Herr Spitzer, also die Firma, wir haben ganz große Probleme gehabt. Seit den politischen Umwälzungen in der Sowjetunion. Russland. Ja. Also seitdem funktioniert irgendwie fast gar nichts mehr. So, was denn zum Beispiel? Die Geschäfte. Ich habe in letzter Zeit kaum noch Aufträge bekommen von denen da drüben. Und was sind das für Geschäfte? Ja, Export in die Sowjetunion. Russland, ich weiß. Hauptsächlich technische Bauelemente, Elektronik und so weiter und so weiter und so weiter.
Sagt Ihnen der Name Schukow was? Piotr Schukow. Ja. Ja, den kenne ich. Das ist der Mann aus dem Handelsministerium in Moskau, der unsere Aufträge genehmigen muss. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Mann. Ach so, hat Ihnen das Herr Spitzer erzählt? Nein, nein, der Markus, also der Herr Spitzer, hat einmal in einem Telefonat erwähnt, also nur erwähnt, ohne Schukow läuft gar nichts. Mhm. Bleiben Sie noch, bleiben Sie noch. Das wird mein Kollege sein. Ja. Also die Wohnung vom Spitzer, alles vom Feinsten, kann ich nur sagen. Das wundert mich nicht. Komm, ich zeig dir die Kontoauszüge. Nur Schulden, nur Schulden. Was hältst du von der Sache? Naja, ein Wiener Osthändler sprengt seinen wichtigsten Kontaktmann aus Moskau, einen hohen Ministeriumsbeamten und KGB-Mann, mitten auf dem Stephansplatz in die Luft. Wiener Osthändler ist mehr als pleite und Schukow hat fette Provisionen kassiert. Vielleicht hat er ihn umgebracht, um an das Geld heranzukommen. Wenn ihn aber jemand dazu angestiftet hätte, dann würden diese Leute ganz schön nervös sein jetzt. Da gibt es eine ganze Menge Leute, die jetzt nervös sein müssten. Ja. Mit dem Landowski hat er auch zusammengearbeitet. Was, welcher? Der Export-Import Landowski, unser Paradeunternehmer. Genau der. Nein. Da werden aber noch ein paar andere Leute auftauchen. Ha? Wenn uns der Spitzer nichts erzählt, können wir die ganze Branche einvernehmen. Wir müssen sofort zum Spitzer ins Spital. Ja, darf ich bitte auch mitfahren? Rex, so geht das nicht weiter mit dir. Ich verstehe ja, dass du nichts fressen willst. Aber du musst unbedingt etwas trinken. Jetzt nehmen wir mal den Verband herunter. Vielleicht brauchst du gar keinen neuen. Na komm. Ja, brav. Brav, Rex. Ist ja gleich vorbei. So. Na, das schaut ja schon ganz gut aus. Komm, Rex, jetzt trink was. Rex, wenn du nicht trinkst, dann stirbst du. Na, sehen wir uns nachher noch beim Judo? Nein, ich muss auch gleich nach Hause. Na komm, Rex. Jetzt trink doch. Na los, mach auf. Rex, brav. Trink. Ah, die Röntgenärztin.
du was Neues? Soviel ich weiß, ist er immer noch nicht einvernehmungsfähig. Gut, schauen wir mal. Hol sofort einen Arzt her. Wer war zuletzt darin? Zuerst eine Krankenschwester und vor einer Minute eine Ärztin. Vor einer Minute? Wie hat die ausgesehen? Weißer Mantel, dunkle Haare. Und wo ist die hin? Den Gang hinunter. Du hast ja noch immer nichts getrunken, Rex. Tut mir leid, Rex, aber wir müssen jetzt leider gehen. Ein trauriger Weg, den wir da vor uns haben. Hundeführer, wegtreten! Abteilung, wegtreten! Ist der Hund wieder in Ordnung? Naja, die Verletzung ist fast ausgeheilt, aber er frisst nichts und gehorcht keinem von uns. Was passiert jetzt mit ihm? Normalerweise kommt er zu den Hinterbliebenen, aber der Michael war alleinstehend. Eine Zeit lang versuchen wir es noch mit ihm. Und dann? Rex. Rex. Komm, Rex. Los jetzt, Rex. Jetzt komm. Na komm. Was soll ich machen? Na komm. So, Rex, jetzt komm. Komm. Wir fahren jetzt heim. So. Komm, spring. Rex, bleib drin. Sitz. Sitz. Du machst dir Sorgen um den Hund? Ja, weißt du, was man mit solchen Hunden macht? Da kann er nichts dafür, dass jemand sein Herrl erschossen hat. Und dass die einzige Bezugsperson war, der einzige Mensch. Ist doch klar, dass sich der nicht so schnell an jemand anderen wieder anschließt, oder? Du musst es ja am besten wissen. Hör zu, Stocke, das Thema ist erledigt, ich erzähle nichts mehr. Nein, erzähl ja nichts mehr. Kann man spielen? Ja, ist Da doch gut. gibt's nicht das auch. Da gibt's ja das auch. Red mich nie mehr wegen meiner Scheidung an, ja?
Ist in Ordnung. Du musst ja immer mit allem alleine fertig werden, bitte. Aber wenn es ums Geld geht, da kommt's alle zu mir. Mensch, was hat das mit dem zu tun? Möchtest du mit der Polizistin verheiratet sein? Das bin ich ja. Behauptet zumindest meine Frau. Hast du in den Geschäftsunterlagen vom Spitzer noch was gefunden? Der hat seit gut einem halben Jahr praktisch keine Geschäfte mehr mit Russland gemacht. Ja, eben. Warum schaltet dann jemand sein Beatmungsgerät ab und drückt ihm so einen beschissenen Zettel in die Hand? Tod allen Feinden der Sowjetmacht. Das ist doch lächerlich. Wieso? Das sind alles ehemalige Kommunisten. Der Spitzer hat Hochtechnologie in den Osten geliefert. Vielleicht hat da irgendjemand dabei gelingt. Ja, vielleicht hätten ein paar Leute gern, dass wir das glauben. Ich weiß nicht. Das Ganze schaut mir eher nach einer gelegten Spur aus. Wir haben in den letzten Tagen fast alle Osthandelsfirmen überprüft. Die haben alle irgendwelche Kontakte zum Schukow gehabt. Dieser Landowski zum Beispiel. Sag mal, in den Unterlagen vom Spitzer taucht dauernd diese Firma Ostex auf. Hast du da was drüber? Ich habe mich bei der Außenhandelsstelle erkundigt. Die haben kurz nach der Ostöffnung plötzlich alle Geschäfte eingestellt. Das ist doch ein Widerspruch. Eben. Ostex. Die schauen wir uns mal genauer an jetzt, diese Firma. Hier ist die Firma Ostex. Werner spricht. Kann ich bitte einen Prokuristen haben? Danke. Werner spricht. Danke, es geht mir großartig. Ich wollte Sie bitten, einige Kontoänderungen durchzuführen. Und zwar geht es um die Konten mit den Endnummern 328, 334, 356 und 388. Bist du deppert, diese arme Firma. Ja, bitte. Kriminalpolizei, guten Tag. Wir hätten gern mit Frau Werner gesprochen. Kommen Sie weiter. Danke. Anscheinend doch ein sicheres Geschäft, der Osthandel. Nicht ganz. Wieso? Schau mal her. Dann bitte ich Sie, die Übertragungen möglichst rasch durchzuführen. Ich benötige Bargeld für eine größere Transaktion. Ja, danke. Wiederhören. Ja, bitte. Zwei Herren von der Polizei sind da, gnädige Frau. Was will denn die Polizei von uns? Ja, also bitte, Sie sollen hereinkommen. Kommen Sie weiter. Guten Tag. Mein Name ist Moser und das ist mein Kollege Stockinger. Guten Tag. Wir ermitteln in einigen Mordfällen. Das klingt ja entsetzlich. Ich weiß noch nicht, was ich für Sie tun könnte. Ja, kennen Sie einen Russen namens Pjotr Zhukow? Flüchtig. Mein verstorbener Mann hat einige Ostgeschäfte mit ihm abgewickelt. Ja, das ist Jahre her. Und Marco Spitzer? Spitzer, der hat doch seine kleine Exportfirma, die nicht besonders gut gegangen ist. Aber aus den Unterlagen von Herrn Spitzer geht eindeutig hervor, dass auch Ihre Firma Kontakte zu ihm hatte. Darf ich Sie fragen, wo Sie am Mittwoch so gegen 17 Uhr waren? Hier natürlich. Aber setzen Sie sich doch, meine Herren. Frau Werner, haben Sie eine Erklärung für die Morde an Spitzer und Zhukow? Eine vage Vermutung. Vor kurzer Zeit sind in Frankfurt und Amsterdam abgesprungene sowjetische Funktionäre auf die gleiche Weise umgebracht worden. Möglicherweise die Rache alter Genossen. Ja, ja. Dagegen spricht aber, dass Zhukow eindeutig von Spitzer, also von einem Österreicher, ermordet wurde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der ein politisches Motiv hat. Es gibt Gerüchte, dass er dringend Geld gebraucht hat. Vielleicht wurde er dafür bezahlt und anschließend beseitigt. Sie müssen schon verzeihen, aber es ist doch ein offenes Geheimnis, dass Leute wie Zhukow bei allen größeren Geschäften, die zwischen Wien und Moskau gelaufen sind, Provisionen kassiert haben. Gibt es dafür erwiesene Fakten?
Frau Werner, wir könnten auch das Finanzamt bemühen und uns Ihre Geschäfte näher ansehen, aber es interessiert mich eigentlich nicht. Ich möchte Sie nur um Ihre Mithilfe bitten. Was wollen Sie wissen? Ja, die Zeiten haben sich seit der Öffnung der Ostgrenzen geändert. Schukow hat zwar in letzter Zeit weiterhin Geld genommen, aber trotzdem sind keine Aufträge zustande gekommen, weil er entmachtet wurde. Und damit hat er sich in Wien doch sicher einige Feinde gemacht. Herrn Landowski zum Beispiel. Das stimmt, er ist der Größte in diesem Geschäft. Er hat am meisten zu verlieren. Sie sind gut informiert. Aber glauben Sie, dass jemand wie Landowski einen anderen wegen einem kleinen Betrug gleich ermordet? Es geht nicht um verlorene Provisionen, sondern um das, was Schukow hier an Geld gehabt hat. Wir haben uns in der Branche ein bisschen umgehört. 10% sind das Übliche. Das heißt, Schukow müsste so an die 200 Millionen kassiert haben. Puh. Ja, nach Russland konnte er sich ja nicht schicken lassen. Also muss es hier sein. Was machen Sie eigentlich beruflich jetzt? Ein bisschen Vermögensberatung. Tragisch. So viel Geld und gelähmt. Okay. Aber man kann auch im Rollstuhl sitzen und kriminell sein. Jedenfalls geht es ja nicht um Politik, sondern um Geld, das ist sicher. Du glaubst also, dass irgendwer nicht länger ohne Gegenleistung an Schukow zahlen wollte? Oder es war jemand hinter seinem Geld her. Dieser Landowski hat doch auch an Schukow gezahlt. Den werden wir uns als Nächsten ansehen. Moser hier? Dem Kollegen ist noch was über diese angebliche Ärztin eingefallen. Nein, er hat ihr Gesicht nicht genau erkannt. Aber was anderes, sie hat so einen merkwürdig hinkenden Gang gehabt. Er sagt, du hast ihm nicht zu Wort kommen lassen. Aber sucht er wen anderen für die schlechte Laune. Guten Tag, Kriminalpolizei. Kein Grund zur Aufregung. Wir wollen nur zu Herrn Landowski. Herr Landowski ist nicht hier. Das ist aber nicht gut. Ich muss nämlich dringend mit ihm reden. Wenn Sie wollen, kann ich einen Termin für Sie eintragen. So viel Zeit haben wir leider nicht. Haben Sie sich am Fuß verletzt? Nein, am Knie. Warum? Wir leben davon, neugierig zu sein. Wo waren Sie denn am Mittwoch? So gegen 17 Uhr? Muss ich das sagen? Aber nein, Sie können Ihren Anwalt anrufen, ich kann Sie vorladen lassen. Aber wollen wir uns nicht diese Arbeit ersparen? Hm? Am Mittwoch um 17 Uhr war ich hier im Büro. Mein Chef kann das bezeugen. Ist in Ordnung. Wir werden das überprüfen. Wo ist er eigentlich jetzt, Ihr Chef? Einkaufen. Guten Tag, die Herren. Kann ich etwas für Sie tun? Ganz sicher. Wir wollen zu Herrn Landowski. Der ist angeblich hier. Ich weiß nicht, ob ich den Herrn Diplom-Ingenieur jetzt stören kann. Ich bin überzeugt, Sie können. Er ist unten im Schießkeller. Danke. Was soll ich mit der Pistole? Die linke Griffschale ist locker, wenn Sie die bitte reparieren würden. 686, 6 Zoll, Lauflänge, ist optimal. Sag einmal, spinnst? Warum lassen das nicht in der Waffenkammer reparieren? Die verlangen da bestimmt ein Vermögen dafür. Was wetten wir, dass der das gratis macht? Und wie kommst du da drauf? Zieht ein bisschen nach links. Zieht ein bisschen nach links, hm? Genau. Sie kennen sich mit Bockflinten aus? Oh, mehr mit Handfeuerwaffen. Wir sind von der Polizei. Polizei? Ja, Mordkommission, Herr Landowski. Vorsicht, Vorsicht. Wir wollen doch nicht, dass ein Unfall passiert. Entschuldigen Sie. Das dürfte mir eigentlich nicht passieren. Profi, was?
Nein, Jäger. Darf ich die Herren jetzt fragen, was Sie von mir wollen? Es geht um einen Geschäftsfreund von Ihnen, Herrn Schukow. Na, und? Er ist tot, wissen Sie nicht? Mitten in Wien, in die Luft gesprengt. Um Himmels Willen. Na, wissen Sie schon wer? Mhm. Ein gewisser Herr Spitzer. Aber wir glauben, dass er im Auftrag von jemand anderem gehandelt hat. Na, wie kommen Sie denn darauf? Weil der auch ermordet worden ist. Sie waren doch der wichtigste Geschäftspartner vom Schukow. Mit Schukow haben alle verhandelt. Zwangsweise. Sie haben ja keine Ahnung, wie das im Osten läuft. Aber der hat Sie doch viel Geld gekostet und zuletzt sogar ohne Gegenleistung. Schukow hat immer noch kassiert, obwohl er bereits entmachtet war, oder? Ja, bitte. Sie werden doch nicht glauben, dass ich deshalb jemanden umbringe. Aber man muss doch nicht alles selber machen. Wo waren Sie am Mittwoch? So gegen 17 Uhr. 17 Uhr? In meinem Büro, glaube ich. Und Ihre Sekretärin? Ja, die war auch im Büro. Was hatten die damit zu tun? Um diese Zeit wurde Herr Spitzer im Spital ermordet. Von einer dunkelhaarigen Frau. Wiedersehen, Herr Landowski. Wir sehen uns sicher noch. Alles wieder in Ordnung. War nur ein Handgriff. Was bin ich Ihnen schuldig? Oh, nichts. Ein Service des Hauses. Danke. Jetzt möchte ich aber wissen, wieso der das gratis gemacht hat. Der hält mich für einen Kriminellen, ist doch ganz einfach. Und außerdem... Verstehst du? Ach so. Schau, wer es da ziemlich ehrlich hat. Na dann los. Na, was gibt's Neues? Nichts. Er frisst nichts mehr und trinkt nichts. Außerdem knurrt er jeden an, der ihm in die Nähe kommt. Ich schau mal nur an. Rex, hier. Rex, komm. Hierher, Rex. Es hat keinen Sinn, rufen Sie den Tierarzt an. Frau Werner ist bereits mit der Bouillon fertig. Ist sie allein? Ja, Herr Landowski. Haben Sie Feuer? Ja, natürlich. Ich würde Ihnen empfehlen, einen marinierten Lachsmakron in Spargel, anschließend einen schönen Tafelspitz mit Apfelcreme, Schnittelsauce und Röstkartoffeln. Und nachher natürlich die Sache. Essen Sie noch ja nichts Schweres. Sie sind ja ganz außer Atem. Mir ist jetzt nicht nach Essen zumute. Die Polizei war gerade bei mir. Ja und? Bei mir waren Sie auch schon. Kein Grund zur Aufregung. Na, was sagst du jetzt? Scheint ein bisschen nervös geworden zu sein, der Herr Landowski. Das ist aber auch schon alles. Das ist genauso wie die Werner sagt. Die Osthändler sind eine kleine Clique, da kennt jeder jeden.
Schaut aber nicht wie ein freundschaftliches Gespräch aus. Sie wissen, dass die letzten Geschäfte mit den Tschukow geplatzt sind. Meine Firma ist in finanziellen Schwierigkeiten. Ja, die Liberalisierung im Osten hat auch ihre Nachteile. Bei den alten Machthabern hätte es das nicht gegeben. Frau Werner, ich sage Ihnen nur eins. Ich will mein Geld zurück. Und nicht nur die letzten Provisionen, sondern alles, was ich jemals an den Tschukow bezahlt habe. Er muss an die 200 Millionen kassiert haben. Jetzt kann er sowieso nichts mehr damit anfangen. Die Sache ist ganz einfach. Das Geld ist nicht mehr da. Tschukow hat es schon vor einiger Zeit geholt. Er war nur in Wien, weil er von hier aus direkt nach Südamerika wollte. Glauben Sie, ich weiß über Ihre Geschäfte nicht Bescheid? Wenn ich will, verlieren Sie alles. Wollen Sie mir drohen? Wenn wir uns nicht einigen, dann werde ich Mittel und Wege finden, zu meinem Geld zu kommen. Wenn man denen so zuschaut, könnte man direkt einen Appetit kriegen. Das ist eine gute Idee. Du beobachtest die beiden, ich gehe was essen. Was? Hier willst du was essen? Hast du einen Hass auf dein Gehaltskonto? Ah, gut, dass du mich daran erinnerst. Vorher muss ich ja noch auf die Bank. Dass du nicht verhungerst. Die Werner hat sich von ihrem Chauffeur ins Auto verladen lassen und ist weggefahren. Der Landowski ist zurück in sein Büro und ich habe die Torten besorgt. Gute Idee, aber irgendwas fehlt da dort. So, was denn? Der Kaffee. Servierst du uns an? Na, wie war's auf der Bank? Kannst mir gleich meine Schulden zahlen. Nein, ich war auf der Bank von der Werner. Dreimal dürft ihr raten, wer das Geld vom Tschukow verwaltet. Die Werner. Genau. Höllerer, du und der Wimmer. Ihr beobachtet die beiden rund um die Uhr. Bin schon unterwegs. Tschukow hat sicher schon die 200 Millionen bei der Werner angelegt. Und sie bedient sich eifrig an den Zinsen. Das könnte den Landowski doch auf die Idee gebracht haben, dass die Millionen bei der Werner herrenlos herumliegen. Mhm. Schon möglich. Das Motiv der Werner ist klar. Sie will sich nicht mehr von dem Geld trennen, das der Tschukow jetzt holen wollte. Der Landowski will seinen Anteil. Naja, ist schon möglich, dass einer von den beiden den Spitze dazu angestiftet hat. Aber wer hat ihn umgebracht? Die Sekretärin vom Landowski mit Sicherheit nicht. Ich habe mich über sie erkundigt. Sie und der Landowski haben seit längerem ein Verhältnis. Zur fraglichen Zeit waren sie beide im Büro. Allerdings dürften sie nicht allzu sehr mit Arbeit beschäftigt gewesen sein. Ist noch was? Wiederschauen, die Herren. Einen schönen Abend noch. Ah ja, siehst du das? Jetzt hätte ich fast vergessen. Deine Frau hat angerufen. Und? Sie lässt ausrichten, sie hat die Möbeln abgeholt. Gut, schlafe ich eben am Boden. Ah ja, und noch was. Der Hund ist verschwunden. Verschwunden? Richard! Ja? Ich hab da was für dich. Was soll denn das? Was willst du damit? Damit du dich wenigstens irgendwo hinsetzen kannst. Du hast doch keine Möbel mehr daheim. Wenn du mich verarschen willst, dann komme ich zu dir schlafen. Kannst gleich deine Frau anrufen. Na komm, willst du mir jetzt drohen? Es war doch nur Spaß. Ja, sehr witzig. Lass mich doch in Ruhe. Sei doch froh, dass du das los bist.
Schönen Abend noch. Hallo Rex. Ich habe gewusst, wo du bist. Na, wie geht's dir? Ich weiß ja nicht einmal bei Menschen, wie man sie in einer solchen Situation trösten kann. Ich verstehe, wie es dir geht. Aber hier kannst du nicht bleiben. Weißt du, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir zwei ganz gut zusammenpassen. Ich wohne allein, also Platz wäre genug. Möbel sind auch weg. Ins Büro kannst du auch mitkommen, das kriege ich schon durch. Wir müssen uns nur den Stockinger erziehen. Er hat nämlich panische Angst vor Hunden. Ich weiß nicht, ob du das willst, aber ich ernähre mich fast ausschließlich davon. Ich komme ja nicht zum Einkaufen, weißt du. Naja, wir werden schon noch dahinter kommen, was du gern hast. Hm? Ich gehe jetzt wieder. Langsam. Kannst es ja überlegen. Da kommst halt nicht. Dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Hey! Rex! Ah, hast du das anders überlegt, ha? Kommst du jetzt doch? Ja, kommst du jetzt doch nicht, du. Was? Gauner, du. Was ist? Hey! Komm schon. Was? Ja, komm. Du. Na? Kommst du jetzt doch nicht? Was? Was? Du. Du wartest besser da, hä?
Hallo? Hallo? Ja? Der Hund ist wieder da. Ich habe den Rex gefunden. Sehr gut. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wie aus dem Zwinger rausgekommen ist. Wo war er denn? Ja, am Friedhof. Das ist eine tragische Geschichte. Der Rex war einmal einer unserer besten Hunde. Spurensuche, Drogen, Rauschgift, vermisste Personen finden. Aber seit der Michael tot ist... Wenn einer von euren Leuten erzählt, dass ihr nicht wisst, was aus dem Hund werden soll. Das stimmt. Wir können ihn nicht einmal verkaufen, wenn er niemand gehorcht. Ja, eben. Und wenn er aufhört zum Fressen, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Ich möchte ihn haben. Es geht nicht so leicht. Der Hund ist Staatseigentum und wird mit Steuergeldern erhalten. Dann sparen sich doch das Steuergeld, um ihn einschläfern zu lassen. Auf jeden Fall muss der Hund hier bleiben. Sie können ja dann eine Ansuchung stellen, dass Sie ihn haben wollen. Und natürlich müssen Sie ihn kaufen. Auf jeden Fall nehme ich den Hund mit, alles klar? Denn hier geht er wahrscheinlich ein. Und was das Geld betrifft, schicken Sie mir die Rechnung. Wenn Sie den Hund nicht sofort hergeben, machen Sie der Hinterziehung von Staatseigentum schuldig. Sie können sich ja beschweren, wenn Sie wollen, schriftlich. Am besten 3 Durchschläge. Komm, Rex, wir fahren. Tim. Die nächste Woche ist der Herr Hofrat ausgebucht. Begrüße Sie. Aber ab Mitte übernächster ginge es dann wieder. Gut. Bitte, ich habe einen Termin beim Probieren Sie es Hofrat. dann. Auf Wiederhören. Ich weiß. Na bitte. Ich werde Sie anmelden, Herr Diplom-Ingenieur. Der Herr Hofrat wäre jetzt frei. Prolet. Ich sag von Angst, der Hund brennt. Ich bitte dich. Nicht so laut. Seit der Geschichte mit dem Schukow haben mir die Wände Ohren. Die Polizei war bei mir. Bei der Werner auch. Die beschäftigen sich mit allen Personen, mit denen der Schukow jemals was zu tun gehabt hat. Jetzt setz dich endlich nieder. Du machst mich ja noch nervöser. Die Polizei hat alle Aufzeichnungen von dem Spitzer. Wenn die anfangen, sich unsere Buchhaltungen genau anzuschauen, dann bist du auch dran. Ich? Wieso? Ihr habt überhöhte Rechnungen ausgestellt und dafür Exportförderung bekommen. Hm? Der Schukow hat das gedeckt und hat extra kassiert. Woher sollte ich wissen, dass diese Summen nicht stimmen? Ich bitte dich. Die wissen schon so viel, dass sie auf das auch noch draufkommen werden. Und wer weiß, ob der Spitzer vor seinem Tod nicht doch noch geplauscht hat. Diese miese Ratte. Er hat mich erpresst. Nur wissen möchte ich, wer ihm von unserem Arrangement erzählt hat. Also bitte, von mir hat er nichts erfahren. Ich habe gar nicht gewusst, dass er dich auch unter Druck gesetzt hat. Hast du den Spitzer gekannt? Persönlich? Na, du kennst doch die Branche. Und wie soll das jetzt weitergehen? Die Unterlagen aus der Buchhaltung verschwinden lassen, das bringt doch nichts. Diese Beträge scheinen doch alle beim Finanzamt auf. Lasst euch alle miteinander was einfallen. Ich weiß von nichts. Und der Werner sitzt auf dem Geld. Aber nicht mehr lang. Schau, Max. Jetzt frisst er wieder. Das ist aber komisch. Immer wenn du von dem Hund redest, bekommst du feuchte Augen. Komm her auf. Ich wollte dir nur zeigen.
Rex? 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 Na komm her. Na komm. Ja. Gut. Na komm her. Hast doch schon genug gefressen. Hm? Komm schon. Wollte schon wieder einen Ausflug machen. Und deine Frau? Ex-Frau. Ist die endgültig ausgezogen? Ja, mitsamt den Möbeln. Warum? Warum? Du musst da nichts draus machen. Das bringt der Beruf mit sich. Es war schon so, wie ich noch bei der Polizei war. Jeder zweite Kriminalbeamte ist geschieden. Ja, bin schon drüber hinweg. Verstellen, lieber Freund. Verstellen hast du dich nie können. Wenn ich mich verstellen könnte, hättest du mich nicht erwischt damals, ja? Sei froh, dass ich dich erwischt habe, sonst wärst du weiß ich wo. Komm. Nicht jeder Bub, der ein Moped gestohlen hat, wird später kriminell. Ja, aber aus deiner Clique ist es jeder geworden. Moment, wir haben alle Karriere gemacht. Die auf der einen, ich auf der anderen Seite. Nur verdienen die besser als ich. Sei froh, dass ich dich zur Polizei gebracht habe. Übrigens, was ist denn mit deinem Bombenleger? Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Dem hat jemand sein Beatmungsgerät abgeschaltet. Aber. Aha. Am Anfang haben wir gedacht, das war die Sekretärin von Landowski. Aber die hat ein Alibi. Ein gutes? Ja, nicht wirklich. Sie und der Landowski wollen zur fraglichen Zeit im Büro gewesen sein. Mehr privat als beruflich. Ist zwar kein gutes Alibi, aber immerhin ein angenehmes. Außerdem sind wir draufgekommen, dass der Landowski schon einmal in Konkurs war. Wegen einer Bauspekulation in Moskau. Und die anderen Geschäfte laufen seit der Ostöffnung auch nicht mehr besonders. Aber die Werner ist genauso verdächtig. Haben wir zwei Verdächtige, hm? Ist gut. Besser zwei Verdächtige als gar keiner. Höllerer hier. Servus, Richard. Na, nix. In Ihrem Zimmer brennt Licht und das Auto steht in der Garage. Und du, da ist mir noch was eingefallen, wie der Koch damals ermittelt hat. Das ist schon länger her. Da war irgendwas mit dem Unfalltod vom Herrn Werner. Darüber müsste es eine Akte geben. Aha. Ja, gut, Höllerer, besorg dir die Akten bis morgen. Oh nein, Rex, was machst du denn da? Meine Eishockey-Trophäen. Komm, geh weg, geh weg. Ach, die einzigen Preise, die ich je für Raufereien bekommen habe. Sehr gut. Na, kennst du den? Das ist der Max Koch, den haben wir gerade vorhin getroffen. Ja, ja. Naja. Der Ex-Chef. Und das ist die Frau Ex-Moser. Ist schon komisch, hm? Sie wollen dann immer. Schau, so habe ich mal mein Geld verdient. Das ist ja Wahnsinn, aber habe ich noch geraucht. Das war aber noch mit der Gina. Na, damals habe ich noch die Lungenentzündung gehabt und dann habe ich das Rauchen aufgegeben wegen der Gina, weil die Gina gesagt hat. Ach, ist ja wurscht. Jedenfalls ist das hier unser Wohnzimmer. Zwar noch etwas spärlich eingerichtet, aber... Rex? Wo ist er denn jetzt hin? Rex? Aus! Geh weg! Verschwind! Da schlafe ich und du bleibst im Wohnzimmer. Morgen muss ich gleich als erstes Dosen kaufen. Futter, am besten gleich einen Karton. Ach so, auch gut. So. Ja? Schlaf gut. Und wenn du was brauchst, wächst mich. Gell? Ich kenne mich zwar auch nicht aus, ich habe noch nie einen Hund gehabt. Also, gute Nacht.
Glaub ja nicht, dass ich es nicht bemerkt habe. Morgen. Du, ich hab da was gefunden, die Werner betreffend. Ja, was denn? Was ist denn das? Was, das? Ein Hund, das sieht man doch. Name? Reginald vom Ravenhorst. Aber du darfst Rex zu ihm sagen. Adresse? Marokkanergasse 18. Was, der gehört dir? Ja. Seit gestern. Und bevor du jetzt fragst, was unser Chef dazu sagen wird, ich war schon bei ihm, ist alles erledigt. Und was hat er gesagt? Nichts. Geschluckt hat er. Wenn niemand was im Büro dagegen hat, kann ich ihn mitbringen. Oder hast du was dagegen? Ich nicht, aber... Unfallakte. Harald Werner, 16.03.79. Sag mal, ist das der Mann von unserer Werner? Ja, und das Interessante ist, wenn die Werner nicht im Rollstuhl sitzen tät, können wir glauben, dass sie ihn umbrauchen. Guten Morgen, die Herren. Nichts Neues von der Villa Werner. Der Wimmer passt auf die Dame auf. Das Auto steht in der Garage. Der Chauffeur wascht das Auto. Und ohne die zwei kommt sie nicht weg. Hast du was gesagt? Ich? Ja, warum? Auffällig ist, dass die Lähmung der Frau Werner 2 Monate vor dem Tod ihres Gatten aufgetreten ist. Also, ich weiß nicht. Sag mal, hört ihr das nicht? Da knurrt doch wer. Mein Magen. Also pass auf, Stockinger, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute, der Hund, der Vermisste, du weißt schon, der ist wieder da. Aha. Und was ist die schlechte? Ja... Der gehört von heute an zu uns. Na. Na, na. Stocki, jetzt bleibt da, der tut da ja nichts. Du weißt ganz genau, ich habe überhaupt nichts Angst.
Emmerich, es ist 9, es ist Zeit. Ja, ja. Haben Sie erste Klasse auf diesem Flug? Nein, bei Business ist das Essen wirklich nicht gut genug. Entschuldigen Sie. Guten Morgen, gnädige Frau. Haben Sie gut geschlafen? Ja, sogar bei offenem Fenster. Die Luft tut mir gut. Guten Morgen, gnädige Frau. Grüß Gott. Sie wissen ja, dass Sie wieder Bitte, Richard! Ja, Richard, ich habe gar nicht gewusst, dass du einen Hund hast. Daran werden sich jetzt alle gewöhnen müssen. Wie heißt du denn? Rex. Aber erzähl mir lieber was über den verblichenen Herrn Landowski. Ja, Spaziergänger haben ihn gefunden. Allem Anschein nach ist er vom Hochstand gestürzt. Genickbruch. Und das Ganze dürfte vor 2 Stunden passiert sein. Hautabschürfungen an den Handflächen. Ja, wahrscheinlich hat er sich an der Leiter festgehalten und ist abgerutscht. Geh, komm, geh weg da. Aus! Aus! Schau mal her, das sind Erdspuren. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Obwohl er eigentlich mit dem Rücken aufgeschlagen sein muss. Schau doch mal nach, ob du einen Bluterguss findest. Richard, bitte, willst du wirklich mit Gewalt einen Mordakt auf deinen Schreibtisch liegen haben? Nein, aber dieser Mann ist in einen Fall verwickelt, den wir gerade bearbeiten. Ich bin überzeugt davon, dass den jemand mit Gewalt herunterbefördert hat. Aus, 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 such Platz, geh weg, geh. Such da. Und? Haben die schon die Fußspuren abgenommen? Und die Erdprobe? Wo ist eigentlich der Rex? Keine Ahnung. Ich habe ihm nur gesagt, dass er ein bisschen weggehen soll von mir. Ach, Scheiße. Rex! 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 Oh, Rex! Rex! Komm. Na, was ist los? Was ist los mit dir? Rex! Rex! Na, komm her. Rex! Wo bist du hin? Wo bist du denn hin? Rex! Was ist los? Hä? Was ist los? Rex, was ist denn? Was ist denn los? Na, was ist los? Na? Ich wünsche jetzt nicht gestört zu werden. Herr Hofrat Schrödinger ist hier, lässt sich nicht abweisen. Er soll sich noch einen Moment gedulden. Tut mir leid, aber ich muss unbedingt mit dir reden.
Aber bitte kurz, ich habe heute noch einige Dinge zu erledigen. Das kann ich mir vorstellen. Die Konten von Schukow auflösen und auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Die Fantasien eines österreichischen Beamten. Schau mich an. Glaubst du, dass ich ein so beneidenswertes Leben führe? Was willst du eigentlich von mir? Schau, wenn die Sache mit der Exportförderung rauskommt, bin ich erledigt. Du hast doch das ganze Geld vom Schukow. Also wäre es nur recht und billig, wenn du mir einen Anteil gibst. Das ist alles, was ihr wollt. Ha? Geld. Spitzer, der über seine Verhältnisse gelebt hat. Landowski, der nicht genug kriegen konnte. Und du. Ein Beamter, der auf einmal seine Nerven verliert. Die Provisionen für Schukow mussten auf dein Konto überwiesen werden. Und du hast dir mit seinem Geld ein gutes Leben gemacht. Und als er es holen wollte, hast du Spitzer angeheuert, ihn umzubringen. Das muss mir erst einmal jemand nachweisen. Kannst im Büro weiter schlafen. Wir kommen da mit der Werner nach. Du bleibst da, Stocklinger. Glaubst du, dass uns die Werner davon rennt? Ja, bitte. Moser, Kriminalpolizei. Komm mit, Rex. Herr Kommissar, die gnädige Frau ist erkrankt und für niemanden zu sprechen. Tut mir leid, aber für mich wird sie zu sprechen sein. Rex, bleib da. Rex? 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 Rex! Machen Sie die Tür auf. Wir haben strengste Anweisungen, das Gartenhaus nicht zu betreten. Soll ich sie aufbrechen? Rex, Rex, such Rex, such. Gut, Rex, und such. Gut, Rex. Such, Rex, such. Ja, such. Guter Hund, Rex. Ja, such schon. Und such, such. Ja, such. Gut, brav, Rex. Ja, such, Rex, such. Gut. Such. Rex, such. Ja, such. Aha. Rex, was ist denn los? Hast du was gefunden? Hm? Gut. Was haben wir denn da? Gut, Rex. Brav, Rex. Ja, gut. Gut gemacht. Ja, brav. Rex, lauf! Hol sie! Stocki!
Entschuldigung, ich glaube, wir sollten uns ein bisschen unterhalten. Was erlauben Sie sich? Ich bin Beamter. Ich auch. Ja, Frau Werner, wohl in Lourdes gewesen, was? Das ist wirklich eine starke Geschichte. Kurz nachdem die Frau Werner ganz plötzlich gelähmt ist, wird ihr Mann zufällig von einem ziemlich massiven Blumentopf aus Beton erschlagen. Sie erbt das Vermögen und legt auch noch das Bestechungsgeld vom Schukow gewinnbringend an. Das verstehen wir nicht. Warum sind die Kollegen nicht damals schon draufgekommen? Weil sie psychosomatisch gelähmt war, laut ärztlichen Attest. 40 Jahre lang freiwillig im Ruhestand manat. Naja, für ein paar 100 Millionen. Sie hat alles gestanden. Anstiftung zum Mord an Schukow, Mord an Spitzer, Mord an Landowski und weil sie nichts zu verlieren hat, auch den an ihren Mann. Komm her, Rex. Rex, jetzt. Ihr Pech war nur, dass wir den Spitzer erwischt haben, stimmt's?
Und dass der Rex die entscheidenden Spuren gefunden hat. Rex, jetzt. Also, wenn du deine Kekse suchst, also, es tut mir leid, die habe ich aufgegessen. Und? Wie hab's geschmeckt? Sehr gut. Es waren Hundekekse. Seine.